Dass wir den Lack entfetten müssen, um unser Polierergebnis zu kontrollieren, ist schon den meisten klar. Spätestens, wenn es an die Keramikversiegelung geht, weiß jeder, dass der Lack entfettet werden muss. Aber wie entfette ich eigentlich richtig, worauf ist zu achten und was für Entfetter gibt es? Darum kümmern wir uns in diesem Video. Lack zu entfetten ist an sich überhaupt nicht schwer. Man muss aber sich einmal kurz Gedanken darüber machen, was passiert, was ich genau mache, ein, zwei Dinge beachten und dann steht dem erfolgreichen Entfetten auch nichts im Wege. Die Problematik am Entfetten ist, dass wir selten den Erfolg sehen. Beim Polieren wir und der Lack zeigt uns, ob wir gut arbeiten oder eben nicht oder ob wir es wiederholen müssen oder eben nicht. Beim Entfetten sehen wir es nicht direkt, sondern leider meistens nur entweder über verdeckte Polierspuren, weil sie eben noch mit Polierrückständen besetzt sind, oder über eine nicht haftende Keramikversiegelung, die zu früh runtergeht. Und deswegen wollen wir uns in diesem Video, um das zu vermeiden, einfach mal einer Systematik widmen, um sicherzustellen, dass der Lack immer vernünftig entfettet ist. Egal ob zum Polieren, Polierergebnis kontrollieren oder zum Versiegeln vor der Keramikversiegelung. Es gibt am Markt, ich weiß nicht, hunderte Entfetter. Jeder Hersteller hat seinen eigenen, auch Kontrollreiniger genannt. Die können wir jetzt hier nicht alle vorstellen, spielt auch gar keine Rolle. Es gibt so ein paar Unterschiede bei den Entfettern und die müssen wir uns definitiv mal betrachten. Wir starten mit dem geläufigsten Entfetter, Isopropanol, kurz IPA, auch Isopropylalkohol, ist, wie der Name oder die letzte Bezeichnung schon sagt, ein Alkohol, der sehr gerne zum Entfetten benutzt wird, aber auch Bestandteil von Desinfektionsmitteln ist. Wir benutzen IPA in einer Konzentration 70%, kaufen wir auch schon so fertig. Man kann es auch in 99,9% kaufen und dann selber runtermischen in verschiedenen Verhältnissen. Habe ich auch eine Zeit gemacht, bringt nicht viel Vorteil, weil Isopropanol hat einen großen Vorteil, es ist sehr günstig, hat aber einen Nachteil, es weicht den Lack auf. Es ist ein Lösemittel, was den Lack weicher macht und wenn man dann mit Mikrofasertuch rüberwischt, kann man bei vielen Lacken Wischspuren reinmachen. Viele Lacke heißt 20–30% der Lacke. Also ich sag mal, für 80% der Lacke funktioniert Isopropanol gut. Als Kontrollreiniger kann man es immer mal benutzen vor dem Finishgang. Aber wenn man merkt, nach dem Finish oder beim Finishgang abwischen, ich habe gerade Bahn, Kratzer in geraden Bahnen, jetzt habe ich das Wort, dann sollte man gucken, dass man noch ein anderes Lösemittel hat. Und deswegen ist es auch wichtig, beim Abwischen von Isopropanol nur in eine Richtung zu wischen. Dazu kommen wir aber nachher, wenn wir zum Vorgehen kommen. Als nächstes gibt es allerhand herstellereigene Entfettungsmittel. Hier beispielsweise von Surfaces, quasi das Entfettungssystem für die Keramikversiegelung. Das ist zweistufig mit der Stufe 1 Cleaner Ultima und der Stufe 2 Cleaner Neutra. Hier ist der grobe Unterschied, im Cleaner Ultima ist noch eine Art, ja, ich sag mal, Reinigungsmittel mit drin. Ich denke mal, es wird eine leichte Lauge sein, die einfach Fette noch mal effektiver löst und Polieröle besser entfernt, als reines Lösungsmittel, als reiner Alkohol zum Beispiel. Das gibt es von allen möglichen Herstellern, von Gion, von Nanolex, von CarPro, von Sonax, von 3M, von Polytop, also von allen möglichen. Ich glaube, jeder größere Fahrzeugpflegehersteller hat seinen eigenen Entfetter. Der Nachteil daran ist, die sind halt alle ein bisschen unterschiedlich. Ne? Während die hier zum großen Teil auf Alkoholbasis sind, mit einem kleinen Zusatz, lüftet der vom Sonax zum Beispiel ganz anders ab, während der von 3M ein typischer Silikonentferner ist und der vom Polytop auf Mineralölbasis besteht. Das sieht man hinten an dem Lungensymbol, sodass man da nicht sagen kann, nimm den von dem Hersteller und den von dem Hersteller, sondern such dir lieber den Entfetter nach der Zusammensetzung und nach dem Ablüftverhalten raus. Beispielsweise ein mineralölbasierter Entfetter lüftet sehr schnell und sehr sauber ab. Den sprüht man auf, wischt ihn einmal glatt, da sieht man, wie er sich auf der Fläche verbreitet, dann wischt man noch einmal nach und dann lüftet der sehr sauber ab. Hat aber den Nachteil, es ist alles andere als gesund und da muss man immer, also würde ich jedenfalls empfehlen, mit Maske arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt gar keine pauschale Empfehlung geben, außer hab viele verschiedene Entfetter da, probier sie vielleicht irgendwo aus, wenn du die Möglichkeit hast und guck einfach, wie lüften die ab, wie verhalten die sich. Weil am Ende geht es natürlich darum, eine Oberfläche fettfrei zu bekommen, ohne sie wieder zu zerkratzen. Das heißt, der Standard sollte immer Isopropanol sein, würde ich wie gesagt auch als erstes ausprobieren, ist einsetzbar, Entfette zuverlässig und ist ziemlich günstig. Wenn der Probleme macht, sollte man immer mal ein paar andere da haben, auf die man zurückgreifen kann. Zum Beispiel so ein klassischer Silikonentferner, eigentlich aus dem Lackierbereich stammend, der natürlich darauf fokussiert ist, wirklich fette Öle runterzunehmen und ganz extrem zu entfetten, damit eben der Lack besonders gut hält. Macht aber meistens leichte Spuren. Der Lack kann aber verwendet werden, wenn ich im Cutgang zum Beispiel eine sehr ölige Politur habe, die ich kaum runtergewischt kriege und danach noch einen Finish fahre, dann ist sowas super. Der Sonax neigt zum Beispiel dazu, wenig Kratzer zu machen, aber auch auf sehr empfindlichen Lacken macht auch der Kratzer. Aber da wisst ihr ja von unserem Z8-Video zum Beispiel, dass man da manchmal mit gar keinem Entfetter klarkommt. Da muss man dann auf CarPro Essence oder Nanolex Optimizer ausweichen.
Wenn ihr nochmal ein Video zu einem von beiden haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Der von 3M, den benutze ich sehr selten. Er hat nur einen Vorteil, er ist ein Schaum. Das heißt, er steht sehr lange auf der Oberfläche. Ich kann ihn einmal punktuell aufsprühen und dann relativ gut verteilen. Das hat manchmal seinen Vorteil, wenn ich nicht alles bespritzen will, sage ich mal. Von daher kann man den auch mal da haben. Und das Wipe-Down-Spray von Polytop in dem Fall ist, wie gesagt, Mineralöl basiert und macht dadurch weniger Kratzer. Macht auch einen anderen Film, zeigen wir euch gleich mal in der Nahaufnahme. Dann sieht man das einfach mal. Würde ich sparsam einsetzen, weil wie gesagt, nicht gerade oberflächen- und gesundheitsschonend, aber hat auch seinen Einsatzzweck. Ein kleiner Trick noch zum Thema Keramikversiegelung. Natürlich kann man auch immer einfach vor der Keramik Isopropanol, Silikonentfetter oder was auch immer entfetten. Ich empfehle dennoch, den Herstellerentfetter zu nehmen, weil es einfach ein Fehlerfaktor weniger ist. Wenn man das System vom Hersteller nimmt, kann man wenigstens einen Faktor ausschließen, nämlich dass man die Isopropanol falsch verdünnt hat, falsch aufgesprüht hat, Spritze hat, irgendwas, was halt nicht passt. Und beim Keramik, wisst ihr ja selber, kann genug schief gehen. Das heißt, eine Fehlerquelle weniger ist immer viel wert. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist ein besonderes Produkt. Das Butylacetat ist ein sehr starkes Lösemittel, löst sogar Harze und Acrylate. Ist auch das Lösemittel, was in Lack enthalten ist. Hat den Vorteil, dass das Zeug mir wirklich zeigt, was Phase ist. Also auf Lacken, wo ich Angst habe, ich habe Probleme mit Hologramm, mit einem Grauschleier, irgendwelche Polituren, die was verdecken. Ich teste eine neue Politur und weiß nicht genau, deckt die ab oder hat die Füllstoff enthalten. Mit Butylacetat werde ich es rausfinden. Butylacetat macht definitiv Spuren in der Oberfläche, darüber braucht man nicht reden. Aber einmal damit entfettet und ich sehe wirklich, was Phase ist, also habe ich auch immer mal da. Die Flasche hält bei mir jetzt schon ein halbes Jahr, da geht wirklich wenig raus, es tropfe ich mir ein bisschen auf dem Tuch, wird aufgewischt. Auf jeden Fall immer mal im Schrank haben, auch für Problemfälle. Löst zum Beispiel super Harz und solche Geschichten. Einziger Hinweis an dieser Stelle, ganz vorsichtig damit umgehen. Zu viel auf dem Lack eintrocknen lassen, kann passieren, dass der Lack Blasen schlägt und komplett kaputt ist. Wie gesagt, sehr starkes Lösemittel und selbst in Lack enthalten. Der letzte Punkt, den es vorab zu beachten gilt, sind die richtigen Materialien. Wir benutzen Mikrofaserapplikator. Warum, zeige ich euch gleich. Ein langfloriges Tuch, um den eigentlichen Entfetter zu verarbeiten und meistens noch ein kurzfloriges, um einfach nochmal locker nachzuwischen und sicherzustellen, dass wir nirgendwo Schlieren übrig lassen. Und auch der Arbeitsschutz ist beim Entfetten sehr wichtig, denn wir haben es mit Lösemitteln zu tun. Das heißt, wir können nicht nur die Tröpfchen abbekommen, sondern auch die Gase. Das heißt, es sollte auf jeden Fall bei der großflächigen Entfettung darauf geachtet werden, dass die Halle gut belüftet ist und im Idealfall auch eine Lackiermaske, eine Halbmaske getragen wird. Augenschutz gegen Spritzer macht auch immer Sinn. Und wenn ich mit starken Lösemitteln arbeite, empfehle ich auch eine Lackierschutzbrille, die ist gasdicht. Das heißt, gerade bei Butylacetat können Lösemittel auch über die Augen aufgenommen werden. Da sollte man an sowas nicht sparen. Wenn man mal ein Auto macht, mag das alles nicht so schlimm sein. Wer das hier gewerblich macht und jeden Tag damit zu tun hat, sollte an seine Gesundheit denken. Und natürlich vernünftige Einweghandschuhe sind auch ganz klar, wobei da zu beachten gilt, es gibt extra chemieresistente. Diese normalen Nitril-Untersuchungshandschuhe, die wir fast alle verwenden, sind es nicht. Das heißt, regelmäßig wechseln, weil sonst fangen die sich auch an, irgendwann aufzulösen. Jetzt genug gelabert, wir gehen ans Auto, ich zeige euch, wie man entfettet. Der Fehler, der meistens gemacht wird bei einem Entfetten und den wir auch lange gemacht haben, ich habe mir darüber auch einfach keine Gedanken gemacht, ist Entfetter aufsprühen oder sogar aufs Tuch rüberwischen, Oberfläche entfettet. Funktioniert beim Felgenreiniger auch nicht. Das heißt, wir sprühen den Entfetter auf die Oberfläche, nehmen etwas zum Verteilen, deswegen nehme ich so einen Mikrofaserapplikator, sprühe da auch noch mal ein bisschen drauf und verteile den Entfetter erstmal ohne ihn weiter abzuwischen, sondern wirklich, deswegen Applikator und kein Tuch, auf der Oberfläche und lass ihn seine Arbeit machen. Chemie braucht Wirkzeit. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der Entfetter an der Oberfläche anfängt, das Fett auch effektiv zu lösen. Bevor wir dann im zweiten Schritt mit einem Mikrofasertuch ohne Druck, das ist immer ganz wichtig, wie gesagt, der Lack ist hier ein bisschen weicher geworden, am besten auch mit einem langflorigen, sehr hochwertigen, weichen Mikrofasertuch ohne Kanten, ohne Druck über die Oberfläche wischen. Und dann, nachdem wir sehen, dass er leicht abgelüftet ist, nochmal mit einem kurzen Mikrofasertuch nachwischen. Und jetzt ist wirklich wichtig, dass wir wissen, dass kein großes Lösemittel mehr auf dem Lack ist, weil mit einem kurzen machen wir tendenziell auch Kratzer bei empfindlichen Lacken, um einfach streifenfrei abziehen zu lassen. In der Regel, das sind alles Lösungsmittel, lüften die von alleine ganz gut ab. Das Ding ist hier wirklich nur noch mal so eine Rückversicherung und eine Sicherheit. Wie gesagt, Stichwort Arbeitsschutz. Bei einem normalen Isopropanolreiniger auf jeden Fall eine Brille und Handschuhe. Alles andere bei einer guten Belüftung ist optional. Mehr schadet nie, weniger im Zweifel schon.
Nach dem Aufsprühen bzw. nach dem Verteilen auf der Oberfläche sieht man eigentlich bei jedem Produkt ganz gut, wie es wirkt. Das eine oder andere wird meistens so ein bisschen regenbogenfarbig und Regenbogen bedeutet immer Fettes auf dem Lack. Also auch wenn ihr mal Coating auf dem Lack auftragt, da ist ein Regenbogen, wisst ihr, das war nichts. Machen wir nochmal von vorne bitte. Oder es wird so milchig, wird trocken und dann muss man einfach mal gucken, wie man es runterwischt. Wenn es so milchig trocken wird, muss man meist mal noch ein bisschen nachsprühen, das anfeuchten und danach nochmal direkt runterwischen. Und wenn es feucht bleibt und anfängt wegzuziehen, kann man einfach direkt nachwischen. Das kriegt man aber relativ schnell raus. Wie gesagt, wichtig ist und die Essenz dieses Videos, lass dein Lösungsmittel ein bisschen wirken, damit es auch Zeit hat, das Fett zu lösen und wische es dann erst runter. Eine Sache noch zum Thema Coating und Politur runternehmen. Ich tendiere dazu, zur Entfernung von Politur einen Entfetter zu nehmen, der entweder ein bisschen Reinigungsmittel enthält, also zum Beispiel eine Lauge, wie der von Surface ist, oder wie der Sonax Prepare, also Sachen, die einfach mal Fette noch mal ein bisschen besser lösen als reines Isopropanol. Ich finde, Isopropanol ist so als letzter Kontrollreiniger, wenn die Oberfläche eigentlich vermeintlich sauber ist, also Politur abgetragen und dann entfettigt, ist Isopropanol reine Alkohole und Butylacetat gut. In dem Moment, wo ich noch Politur auf der Oberfläche habe, brauche ich erstmal irgendwas, was diesen Ölfilm bindet. Namex Optimizer funktioniert zum Beispiel gut, Sonax Prepare funktioniert gut, das 3M funktioniert gut und das Wipe Down Spray von Polytop auch. Vom Coating, wie gesagt, empfehle ich ein Herstellerprodukt und so muss sich natürlich jeder einfach mal selbst ausprobieren. Einen kleinen Tipp für den Silikonentferner habe ich noch. Gerade gibt es überall ein bisschen Lieferschwierigkeiten aufgrund der aktuellen Erkrankungswelle, die wir haben. Der Spießhacker 7010 ist ein sehr milder Silikonentferner, der eigentlich auf Problemlacken ganz gut funktioniert, weil er eben mild ist und gut ablüftet. Kein Allheilmittel, kann auch Probleme machen, aber das als kleiner Trick für Problemlacke neben den Extremfällen Optimizer und CarPro Assets. Das war's in diesem Sinne. Wir machen jetzt hier weiter. Da fehlt noch ein Kotflügel zu polieren und dann kriegt ihr noch einen Finish. Danach wird entfettet und versiegelt. Viel Spaß euch auch dabei. Haut rein.